Wenn du wissen möchtest, wie du ganz einfach so ein Bandeau-Stirnband stricken kannst, dann bleib dran. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. An Material benötigst du zuerst einmal Wolle und dazu passende Stricknadeln. Ich stricke am liebsten mit Rundstricknadeln, da so die Wahrscheinlichkeit, dass Maschen runterfallen, geringer ist. Dann beginnen wir auch damit direkt, Maschen aufzunehmen. Ich zeige euch jetzt hier den Kreuzanschlag. Wickle ein längeres Stück von deinem Wollknäuel ab und nimm es in die Hand und lass es in deine Handfläche nach innen gehen. Der Garn geht durch Ring und Zeigefinger, der Knäuel liegt hinter deiner Hand. Jetzt nimmst du das Fadenende, an dem der Knäuel ist, und gehst hinter deinen Fingern entlang, um den Zeigefinger einmal herumgewickelt, dann zwischen Zeigefinger und Daumen nach unten und um den Daumen herum. Den Restfaden hältst du mit deinen Fingern fest. Manche empfehlen, beide Nadeln zu nutzen, um Maschen anzuschlagen. Ich komme aber besser damit zurecht, nur eine zu verwenden. Steche jetzt mit der Nadel von unten nach oben durch die Schlaufe an deinem Daumen und hole Faden zwischen Daumen und Zeigefinger. Lass dann vom Daumen den Faden fallen und zieh die Masche fest. Jetzt gehst du mit dem Daumen wieder hier in den Faden rein und ziehst ihn ein wenig nach unten, so dass ein Kreuz entsteht. Jetzt wieder mit der Nadel rein, Faden holen, durch die Schlaufe durchziehen und vom Daumen fallen lassen. Und so hast du deine zweite Masche. Und nach diesem Prinzip gehst du jetzt bei jeder weiteren Masche vor. Mit dem Daumen ins Loch, herumschlingen, mit der Nadel von unten nach oben durch, Faden holen, durchziehen und fallen lassen. Wichtig ist, dass du die Maschen an deiner Nadel nicht zu eng ziehst, denn sonst wird es beim Stricken nachher ein wenig schwerer. Am besten probierst du mit deiner Wolle aus, wie viele Maschen du brauchst, um eine schöne Breite für ein Stirnband zu haben. Bei meiner Wolle sind etwa 10 bis 12 Maschen ausreichend, um eine Breite zu erzeugen, die die Ohren gut bedeckt. Wenn du alle Maschen angeschlagen hast, dann nimmst du deine Nadel so, dass die Spitze nach rechts zeigt, also in die linke Hand. Der abgeschnittene Faden hängt dabei nach unten und der Faden, an dem der Wollknäuel hängt, wird nach hinten genommen. Jetzt nimmst du dein Strickstück so, dass es in der linken Hand liegt. Der Faden mit dem Wollknäuel geht zwischen kleinem und Ringfinger durch. Das Strickstück wird um den Zeigefinger gewickelt und dann hebst du es fest mit dem Mittelfinger und dem Daumen. Hier das Ganze jetzt nochmal in schnell. Ich wickel gerne den Faden zweimal um den Zeigefinger, denn so habe ich mehr Spannung im Faden. Und dann geht es auch schon los mit Stricken. Die leere Nadel ist in der rechten Hand, die mit den Maschen in der linken. Jetzt stricken wir zuerst eine Randmasche. Hierzu wird der Faden nach vorne geholt, vor die Nadel. Ich fixiere ihn hier mit dem Daumen und die erste Masche wird einfach abgehoben. Das heißt, du stichst von rechts nach links mit der leeren Nadel in die Masche ein und nimmst sie einfach rüber auf die leere Nadel. Das machen wir immer mit der ersten Masche in jeder Reihe, um so einen dehnbaren Rand zu erhalten. Und jetzt geht's los, und zwar stricken wir das gesamte Stirnband mit rechten Maschen. Für eine rechte Masche nimmst du deine rechte Nadel und stichst mit dieser von links nach rechts durch die äußerste Masche durch. Dann holst du dir von hinten den Faden und ziehst ihn wieder durch diese Masche, durch die du gerade eben durch bist, nach vorne zurück. Jetzt hast du auf deiner rechten Stricknadel eine Masche drauf und links ist noch die, durch die du gerade eben durchgegangen bist, um den Faden zu holen. Diese kannst du jetzt von der linken Nadel runterwerfen. Und das ist auch schon der ganze Zauber von einer rechten Masche. Jetzt nochmal. Wir stechen mit der rechten Nadel von links nach rechts durch eine Masche durch, holen hinten den Faden, ziehen ihn nach vorne durch die Masche durch. Jetzt ist die Masche auf der rechten Nadel und von der linken schmeißen wir sie runter. Nach diesem Prinzip gehst du jetzt vor, bis alle Maschen von der linken Nadel abgestrickt sind und alle 10 Maschen auf der rechten Nadel. Dann wird die Nadel gedreht, sodass die Spitze wieder nach rechts zeigt und der Faden, an dem der Wollknäuel hängt, wird nach hinten hinter die Nadel gelegt. Jetzt nimmst du dein Strickzeug wieder in die Hand, legst den Faden nach vorne und hältst ihn mit dem Daumen fest, so dass du die erste Nadel von rechts nach links einstechen kannst und einfach auf die rechte Nadel rüberhebst. Dann kommt der Faden wieder hinter die linke Nadel. Das ist ganz wichtig, dass immer hinten der Faden liegt. Und dann werden wieder die rechten Maschen gestrickt, also von links nach rechts eingestochen.
Und ganz exakt nach diesem Prinzip, also die erste Masche einfach abheben, dann die anderen Maschen abstricken, deinen Strick gut umdrehen und wieder dasselbe zurück. Erste abheben und dann rechte Maschen stricken. Das machst du jetzt so lange, bis dein Strickstück in etwa so lang ist wie dein Kopfumfang. Tendenziell lieber 1 cm kürzer. Du kannst auch einfach das Strickstück um deinen Kopf legen, weil bedenke, das Strickstück ist nachher dehnbar, nicht, dass dein Stirnband zu groß wird und dir rutscht. Also es sollte gut straff um den Kopf liegen, aber eben auch nicht unangenehm. Hier siehst du jetzt einmal, wie das Ganze aussieht, wenn du eine längere Strecke gestrickt hast, die Maschen an sich und vor allem aber auch die Randmaschen. Durch das Abheben erhältst du hier so eine Struktur, welche im Endeffekt dehnbar ist, was ganz wichtig ist für ein Stirnband. Wenn du die fertige Länge für dein Stirnband erreicht hast, dann geht es ans Abketten. Also du nimmst jetzt dein Strickwerk von der Nadel runter, aber so, dass nichts mehr aufgeht. Nimm dazu dein Strickzeug ganz normal in die Hand, als ob du normal stricken möchtest. Im Unterschied zu vorher wird jetzt auch die erste Masche wie eine rechte Masche gestrickt, also von links nach rechts eingestochen. Das machst du jetzt mit der ersten Masche und dann auch noch mit der zweiten Masche. Jetzt hast du auf deiner rechten Stricknadel 2 Maschen. Dann nimmst du die linke Stricknadel und stichst von links nach rechts in die hintere, also in die erst gestrickte Masche ein und hebst diese über die zweitgestrickte drüber und wirfst sie von der rechten Nadel wieder runter. Jetzt hast du auf deiner rechten Stricknadel wieder nur eine Masche. Dann strickst du die nächste Masche von der linken Stricknadel wieder als eine rechte, so dass auf deiner rechten Stricknadel wieder 2 Maschen sind. Dann nimmst du wieder die linke Stricknadel, stichst in die rechte Masche auf der rechten Nadel ein, ziehst diese über die linke drüber und wirfst sie runter. Das machst du jetzt auch wieder so lange, bis nur noch eine einzige Masche übrig ist. Also nur noch eine Masche auf der rechten Nadel. Wenn das der Fall ist, dann schneidest du den Faden vom Knäuel ab, lass hier auch ausreichend Faden übrig, weil den nutzen wir gleich zum Vernähen. Dann ziehst du diese Masche ein wenig größer und nimmst die Stricknadel aus der Masche heraus. Greife dann mit den Fingern durch diese Masche und hol den Faden, den du abgeschnitten hast, und ziehst ihn durch die Masche, bis die Masche eng anliegend ist, also klein und nicht mehr sichtbar. Jetzt sind wir mit dem Stricken auch schon komplett fertig und jetzt wird das Stirnband zusammengenäht. Dafür brauchst du eine dicke und wichtig stumpfe Sticknadel. Denn wenn die Nadel zu spitz wäre, könnten die Maschen verletzt werden und so das ganze Stirnband kaputt gehen. Leg jetzt dein Stirnband ausgebreitet vor dich, so dass die Seite, die nachher außen sein soll, dich anschaut. Dann legst du die Enden ein wenig versetzt aufeinander und schlägst die dann überstehenden Enden so um, dass jeweils die andere Seite eingeschlossen ist. Du kannst das Ganze jetzt auch festhalten und das Stirnband einmal wenden, so siehst du, wie es nachher nach dem Zusammennähen aussehen würde. Also jetzt nochmal, du legst es vor dich, dann die Enden zusammen ein wenig überlappend und die überstehenden Enden umklappen, so dass eine Seite jeweils ein C bildet. Und diese obere Kante, also diese 4 Lagen, werden jetzt zusammengenäht. Fädel hierzu die Nadel durch eines der Fadenenden, entweder das vom Anfang oder den Faden, den du zum Schluss übrig gelassen hast. Und dann stichst du von einer Seite, und zwar auf der Seite, wo der Faden ist, also den du gewählt hast, durch alle 4 Lagen durch. Wichtig ist, dass du immer darauf achtest, wirklich alle Lagen zu erwischen. Wenn du den ersten Stich durchgezogen hast und somit auf der anderen Seite bist, dann stichst du ein paar Millimeter daneben wieder ein und ziehst die Nadel auf die andere Seite, wieder durch alle Lagen durch. Und das machst du jetzt so lang, bis du am anderen Ende des Stirnbands ankommst. Und somit alle 4 Lagen durchgehend miteinander verbunden sind an dieser Kante. Wenn du auf der anderen Seite angekommen bist, dann wartet dort ja das andere Fadenende und diese beiden Fäden verknotest du jetzt miteinander einfach einen Doppelknoten drauf, so dass es nicht mehr aufgeht. Dann den Faden abschneiden und das Stirnband kann gewendet werden. Wenn du noch Fragen hast, lass es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachstricken und bis zum nächsten Mal.